So, hallo und herzlich willkommen zu meinem 2.5 und 3D Plattformer Game. Und im letzten Kapitel haben wir unseren Speed Boost mal visuell in unserem UI verankert und ebenfalls natürlich auch im Third-Person-Player. Wir können uns das Ganze nochmal kurz öffnen, weil wir werden diese Dateien sowieso gleich nochmal benötigen. So, dann öffnen wir mal den Third-Person Character und an dieser Stelle haben wir ja sozusagen immer diese Delays eingeführt, damit wir von 5 auf 0 runterzählen können und so weiter und so fort. Jetzt schauen wir mal an, was wir da getan haben. Wir haben hier den Speed Boost bis Countdown und da haben wir das Ganze dann immer sauber um 1 runtergezählt. Vorher haben wir noch ein Widget dazu eingeblendet und dann zählen wir das Ganze sauber runter auf 0 und dann entfernen wir das Widget wieder und erhöhen die Max Walk Speed an dieser Stelle. So, das haben wir erledigt und zum anderen haben wir dann im UI, da gibt es ja unser UI Main, da haben wir diese Geschichten hier oben schon mal sauber angedockt, indem wir das Ganze hier drüben auch gebindet haben über ein Binding mit dem Text und dem Graphen hier hinten, dass wir das einfach übertragen. So, das Ganze hat so ausgeschaut, wir konnten uns Power einsammeln und dementsprechend, wenn wir die 1 drücken, haben wir Speed Boost. Ich habe jetzt Tempo 1200 und dementsprechend läuft oben die Zeit, wenn ich nochmal drücke, oben links sieht man 5, 4, 3, 2, 1, 0 und dann bin ich wieder auf meiner ursprünglichen Geschwindigkeit angekommen. So, jetzt werden wir das Ganze einfach mal für unseren Gravity Boost ausarbeiten und dazu gehen wir auf unseren BP Third Person Character. Das wird jetzt sehr ähnlich sein. Wir haben jetzt hier an dieser Stelle unseren Gravity Boost, unsere Input Action an der Stelle und da gehen wir jetzt einfach auch rüber und da haben wir hier unseren Print String und den werden wir gleich mal entfernen und dementsprechend können wir das hier wieder verknüpfen. So, hier oben haben wir das gelöst, nachdem wir die Max Walk Speed sozusagen dann gesetzt haben, weil eben dieser Booster aktiviert ist. Dann kommt dieses Widget zum Vorschein, das werden wir dann auch gleich machen. Und hier an der Stelle haben wir hier Set Gravity Scale, das ist praktisch das gleiche wie hier hinten, wo wir die Max Walk Speed setzen. So, das heißt, das Ganze kann ich jetzt ein bisschen rüberrutschen und dann haben wir auch gleich ein bisschen Platz gelassen für unser Widget, was noch To Do ist. Gut, dann benötigen wir wiederum eine Variable, hier haben wir Speed Countdown und wir haben die ja praktisch, glaube ich, in General mit reingepackt und jetzt benötigen wir sozusagen noch eine Gravity Countdown. Und dazu gehen wir hier bei Variable links auf Plus und da geben wir einfach mal ein Gravity Countdown. So, das wird unser Gravity Countdown und der wird ebenfalls sein vom Typ Integer. So, dann haben wir den schon mal integriert, dann gehen wir auf Compile und dann haben wir hier Default 0 stehen, also eine 0, was auch sein soll. So, dann werde ich den gleich einmal in mein General einklinken, dass ich ein bisschen Ordnung geschaffen habe und jetzt würde es an der Stelle losgehen mit Set Gravity Countdown, das heißt wir gehen hier rein und dann ziehen wir hier raus und jetzt haben wir hinten ja die 5 gehabt und dann alles erledigt. Das bedeutet, wir werden das Ganze natürlich mal wieder etwas länger machen und dann diese Geschichten hier von dem 5er trennen wir uns gleich mal direkt und dann können wir das Ganze nach hinten ziehen. Es wird wahrscheinlich noch viel weiter gehen, ungefähr so wie unser Speed Booster. So, da haben wir hier schon mal jetzt den ersten Gravity Countdown und wie oben hier, da haben wir ja die 5 und da zählen wir jetzt immer von 5 runter mit einem Delay. Das heißt, hier fangen wir an mit 5 und dann setzen wir an dieser Stelle ein Delay. So, da kommt ein Delay von einer Sekunde und jetzt können wir das Ganze, wir sind ja schon geübt drin, jetzt können wir das Ganze einfach markieren, Steuerung D und dann haben wir es durchkopiert, dann ziehen wir es uns rüber, wir machen wieder eine Verknüpfung, hier geben wir die Zahl 4 ein, so und dann machen wir hier hinten eine Steuerung V, aber das bleibt bei Steuerung D im Speicher und dann ziehen wir hier rüber, dann kommt hier eine 3 rein und dann dementsprechend rutschen wir wieder rüber, dann wieder Steuerung V und dann kommt an dieser Stelle hier eine 2 rein und dann können wir das gleiche noch einmal machen, dann kommt hier an dieser Stelle eine 1 rein und diesmal machen wir nicht den Fehler, dass wir alles kopieren, weil wir gehen ja auf 0, dann wollen wir keine Sekunde mehr warten, das heißt, ich tue mir aktuell nur noch das Set sozusagen durchkopieren oder Steuerung D, einfach mal duplicaten und
dann können wir diese Geschichte hier auf 0 setzen. So, dann haben wir das schon mal geschafft. Jetzt muss das Ganze alles noch ein bisschen nach hinten gerutscht werden und dann können wir das Ganze hier so verbinden und von dem Print String trennen wir uns, weil hier kommt ja dann wieder unser Remove from Parent, weil wir ja unser Widget, das wir da einblenden, unser zusätzliches ja wieder vom Bildschirm verschwinden lassen möchten. So, und jetzt werden wir das Ganze einfach nochmal schnell Korrektur lesen. Das heißt, ich gehe hier gleich mal auf Anfang. Das heißt, ich gehe hier einfach auf meine Gravity Boost Geschichte von der Input Action. Dann bin ich ganz am Anfang und dementsprechend ist ja alles so gleich geblieben. Wir haben ja nur diesen Print String entfernt. Dann werden wir hier den Gravity Scale ändern und dann beginnen wir sozusagen mit einem Countdown. Also hier dazwischen wird dann noch unser Widget eingeblendet mit Gravity Boost und dann geht's los bei 5 und eine Delay-Sekunde und dann haben wir eine 4 und wieder 1, eine 3 und eine 1, eine 2 und eine 1, eine 1 und eine 1 und am Schluss eine 0 und kein Delay mehr und dann wird der Gravity Scale wieder auf Default gesetzt und unser Boost Activated auf False natürlich, damit auch wiederum ein neuer Boost verwendet werden kann. So, dann haben wir das schon mal erledigt, dann gehen wir da auf Compile, saven müssen wir nicht mehr, hier erinnern nochmal dran, Save und Compile, einfach hier umschalten bei den 3 Pünktchen, On Success Only, dann spart man sich den Knopf hier rüber. So, gut, jetzt werden wir das Ganze natürlich noch visuell sichtbar machen, das heißt, wir gehen auf unser UI Main und dementsprechend hier oben rechts auf den Designer. So, jetzt haben wir hier schon mal die Geschichte für unsere Speed eingebaut und jetzt werden wir das Ganze einfach nochmal benötigen für unseren Gravity Boost. So, und das bedeutet, ich werde hier drüben jetzt erstmal gucken, was ich hier so dastehen habe. Hier habe ich nämlich Image stehen, da würde ich auch mal umschalten, das ist mein Speed oder IMG Speed. Ich werde das Ganze einfach mal auch ein bisschen benennen, damit ich ein bisschen Ahnung habe. Text Speed Countdown 0, das ist in Ordnung für mich. Und dann haben wir hier unsere Sekunden stehen und hier oben gibt es noch den Speed Boost selber. Und der Speed Boost selber ist ja eigentlich praktisch die Geschichte, wo man sagen muss, das ist unser Speed Boost Background. Ich würde das Ganze noch mit BG bezeichnen. Dann besteht das Ganze aus einem IMG Speed, einem Background und einem Countdown. So, dann würde ich das Ganze einfach mal nach unten legen. Das heißt, ich schiebe mir das mal hier rein. Das heißt, ich habe hier mein Background, hier habe ich mein Image und hier habe ich mein Countdown 0. Und weil eben die Sekunden und Minuten und der Doppelpunkt, das gehört ja alles zu dieser Progress Bar Geschichte dazu. So, und dann werde ich das Ganze einfach mal kompilieren. So, und jetzt gehen wir einfach mal her und nehmen so einen Speed Boost Geschichte raus und dementsprechend können wir dann alle dreimal selektieren und dann mache ich Steuerung C und Steuerung, gehe da unten hin und mache Steuerung V. So, und dann habe ich die schon mal durchkopiert, die kommen jetzt genau in der verkehrt herum Reihenfolge, das ist eigentlich ganz witzig, aber wir nennen das Ganze jetzt einfach mal um. Das wird jetzt sozusagen mein Gravity Countdown, also Text und dann Gravity und dann Countdown habe ich schon und den Underscore 1, den entferne ich natürlich, dass der sozusagen verschwindet. Das wird mein Image für Gravity und dann dementsprechend habe ich natürlich noch hier meinen Background und das wird mein Gravity Boost Background, das nenne ich auch Gravity und dann das Underscore 1 natürlich auch noch weg. So, dann mache ich mal die Reihenfolge klar, ich schiebe das einfach mal hoch, dann habe ich hier meinen Background, dann kommt hier mein Bildchen und danach kommt mein Text. So, dann habe ich das Ganze hier schon mal hier oben stehen und dann kann ich mir die 3 auf einmal mal nehmen und versuchen ein bisschen nach unten zu schieben. So, jetzt geht es darum, die hübsch anzurichten, weil die haben jetzt aktuell immer alle den Anker oben links, den lassen wir auch so. Wir könnten auch eine Vertical Box noch einführen, aber das würde wieder die ganzen Sizes zerstören. Ich würde sagen, wir verankern das Ganze hier oben, aber wir beginnen jetzt einfach mal mit der Geschichte hier mit unserem Speed Boost. Und den schieben wir uns mal irgendwie so schön sauber hier so nach oben, dass wir den mal so da haben. Alle 3 also immer markieren und dann können wir die einfach mal so rüberschieben. So, jetzt geht's los. Es kommt darauf an, wie viel Abstand wollen wir haben zwischen denen. Das ist natürlich auch immer noch Geschmackssache oder wie weit rüber können wir noch. Also ich würde es jetzt mal einfach an die Stelle packen. Du kannst es ja auch noch nebeneinander legen. Also du bist da vollkommen frei, wie du das positionieren magst. Und ich lasse jetzt einfach hier mal den linken Mauszeiger los.
So, ich werde jetzt versuchen, das einigermaßen symmetrisch anzuordnen. Wie gesagt, ich werde jetzt hier nicht Stunden verbringen, damit ich einen Designwettbewerb gewinne. Du hast genug Zeit, dir dein UI nach deinen Wünschen natürlich zu erstellen. So, aber jetzt schaue ich einfach mal hier oben nach, also hier praktisch bei meinem Image Speed Boost Background, und da sehe ich hier Position X ist 28. Jetzt gehe ich auf mein nächstes und ich sehe, hier bin ich bei Position 40, das bedeutet, ich gehe ebenfalls auf 28. Das heißt, ich gehe 12 nach drüben. So, dann nehme ich dieses Bild und da gehe ich auch 12 nach drüben. Da bin ich aktuell ja bei 68, dann gehe ich rein mit 56, damit ich dann ebenfalls wieder diese Position erreiche. Und das Ganze mache ich natürlich auch mit meiner 0, die geht auch um 12 nach drüben, das heißt 156, da sind wir bei 144 anbelangt. So, dann haben wir das Ganze hier schon mal sauber durchkopiert und jetzt benötigen wir an der Stelle natürlich einfach mal ein Bild, und zwar natürlich ein Bild von unserer Geschichte hier, von unserer Gravity. Und unsere Gravity ist bekanntlich ja orange, das heißt, das Animationsfenster machen wir uns erstmal zu. Das hätten wir vorher schon machen können, weil das benötigen wir an der Stelle natürlich nicht. Und dementsprechend schauen wir jetzt einfach mal nach mit Steuerung Space, was wir denn da so haben. So, dann gehe ich einfach mal auf Content und dann dementsprechend muss ich schauen, wie hat es denn geheißen. Das war mein Kirosho. Genau, mein Kirosho, und die Textures habe ich auch da, und dementsprechend würde ich dann für meinen Gravity Jump, ich habe leider nur eins in grün zur Auswahl, ist natürlich alles ein bisschen unpassend, aber es gibt so viel gratis 2D-Assets, wo du wählen kannst, also da kannst du wirklich dich ganz toll austoben. So, ich nehme jetzt einfach mal das hier, und das Tolle ist, ich selektiere es jetzt einfach. Ich muss jetzt nicht mehr von der 512 geteilt durch 6, so wie wir es vorher gemacht haben beim Speed-Icon, sondern ich klicke jetzt einfach mal hier rein und dann sage ich, unten selektiert ist es, und dann kann ich einfach auf den Pfeil hier nach links drücken und dann ist es auch schon drin. So, das wäre es jetzt schon an der Stelle. Jetzt können wir schon mal compilen und dementsprechend speichern, und jetzt werden wir einfach mal diese Zero hier selektieren, entweder hier oder hier unten, und wir gehen hier drüben, wo steht Content, falls es bei dir zugeklappt ist, einfach aufklappen, und dann gehen wir hier drüben auf Binding. So, Create Binding, und zwar nehmen wir natürlich ein frisches und wir wollen das Ganze einfach mal binden. So, wie du dich erinnern kannst, haben wir ja sozusagen im Event Graph, haben wir ja diese Geschichten im Construct mit drin, dass wir auf den Player referenzieren, und deswegen können wir unseren Player auch ansprechen. So, und jetzt werden wir einfach mal die Gravity binden, die wir in unserem Third-Person-Character verankert haben. Wir haben ja zur Erinnerung einfach eine Variable unter General angelegt, die nennt sich Gravity Countdown, und die wird ja jetzt aktuell hier mit dieser Zero praktisch mit unserem Text Gravity Countdown verbunden, und wir haben ja auch das Binding schon erzeugt an dieser Stelle. So, dann wechseln wir auf unsere Funktion Get Text Gravity Countdown Text, entweder hier drüben unter Functions oder weil sie hier oben noch geöffnet ist. Das ist gleich. Beide Wege führen sozusagen nach Rom, und jetzt holen wir uns die Player-Referenz einfach mal raus mit Get, und dann holen wir uns die Get Gravity Countdown, glaube ich, haben wir es genannt, Get Gravity Countdown, und das Ganze verknüpfen wir hier einfach mal mit der Return Value, und Unreal übersetzt uns das gleich sofort in den Typ Text. So, damit wäre das Ganze jetzt schon verbunden, und per Compile können wir das Ganze auch gleich speichern. So, dann würde ich hier einfach mal sagen, das ist meine Progress Bar Health, gut %. Wollen wir so lassen? Ja, nein, wir können es auch umbenennen. Ich würde sagen, wir lassen es einfach so stehen. Wir könnten auch sagen Progress Bar Health und den Rest rauslöschen, aber im Endeffekt so viel werden wir hier nicht bekommen. Also ich denke, es ist logisch und man versteht es, weil wir ja hier drüben im Designer sauber die Variablennamen auch vergeben haben. Gut, dann können wir das Ganze eigentlich gleich mal ausprobieren. Das heißt, wir gehen hier auf Play und dementsprechend holen wir uns das Ganze und wir gehen auf die 2 und dann sehen wir, dass drüben bei der Gravity 210 da steht. Jetzt kann ich nicht hochspringen, so jetzt kann ich höher springen und der Counter drüben links beginnt wieder bei 5 und wenn er bei 0 ist, dann bin ich wieder in der normalen Gravitation, die wir voreingestellt haben.
So, das war jetzt mal die Geschichte und jetzt benötigen wir natürlich noch unser Widget dazu und das ist jetzt eigentlich ganz einfach zu lösen. Wir nehmen einfach den UI Speed Boost, dem Content UI und machen einfach Steuerung D für Duplicate und dann nennen wir das Ganze natürlich nicht Speed Boost, sondern ich mache die 1 hier hinten weg. Dann kriege ich eine Fehlermeldung, weil ich doppelte Namensvergebungen habe, aber das ändere ich gleich und dann schreibe ich rein Gravity Boost. So, das wird mein UI Gravity Boost und dann per Doppelklick kann man das auch gleich öffnen. So, wir haben hier eine Animation drin und die würde natürlich jetzt genauso funktionieren, weil wir haben hier unseren Speed Boost und dementsprechend würde ich jetzt eigentlich vorschlagen, dass wir das Image hier umbenennen. Das wird unser Image, ich würde sagen, das wird das Image Gravity Boost. Damit wir auch wissen, wo wir sind, Image Gravity Boost und dann einfach die Steuerung-Taste. Also wir selektieren unser Image, damit wir hier drüben die Auswahl haben und dann nach dem Selektieren des Image, entweder hier im Viewport oder hier drüben, Steuerung und die Space-Taste und dann gehen wir rüber auf Content UI, wir gehen auf 2D-Assets und jetzt holen wir uns einfach diesen Gravity Boost. Wir selektieren ihn einfach nur an und dann werden wir hier mit dem Pfeil nach links das Ganze einfach mal integrieren und dann ist es auch schon da. So, dann können wir hier schon mal kompilieren und speichern. Das war es an der Stelle eigentlich schon. Und wenn wir natürlich jetzt rübergehen auf den Graphen, dann wird diese Animation, die nennt sich ja immer Fade-In, einfach abgespielt. Und zwar eben genau 3-mal, weil wir haben das ja mit diesen 1,66 Sekunden praktisch so hier so einigermaßen abgetimt, dass das Ganze 3-mal eingeblendet wird innerhalb der 5 Sekunden. Gut, das war es soweit mit diesem neuen UI Gravity Boost und jetzt müssten wir das Ganze nur noch mal initialisieren in unserem Third Person, damit wir das auch sozusagen zum Viewport adden und dazu gehen wir einfach nach oben auf unsere Event Begin Play Geschichte und da gehen wir ganz hinten hin, da haben wir auch unser Create UI Speed Boost Widget und dann ziehe ich hier mal das ein bisschen raus mit dem Comment und dann machen wir das gleiche jetzt mit dem Gravity UI. So, dann geben wir ein, rechte Maustaste, Create Widget und zwar, was wollen wir denn haben? Wir wollen haben Select, unser UI Gravity Boost hätten wir gerne. Und danach werden wir einfach die Return Value wieder rechte Maustaste, Promote to Variable und jetzt schauen wir nach, das eine haben wir genannt UI Speed Boost Ref. Dann werden wir diese neue Variable einfach ähnlich nennen, UI underscore und dann Gravity und dementsprechend Boost und Ref zum Beispiel für die Reference. So, dann gehen wir auf Compile und Save und da ich jetzt wieder mal ein bisschen faul bin, suche ich mir jetzt einfach mal meine Geschichte raus, was wir denn da haben. Das heißt, ich habe hier meine Event Begin Play, da habe ich meine ganzen anderen Sachen und so weiter und so fort. Das hast du ja schon verstanden. Dann können wir hier ja praktisch einfach auf Gravity Boost gehen und dann kommen wir auch zu unserem Input Action Gravity Boost. Und jetzt müssen wir hier rüber und rüber und rüber und ebenfalls wie oben, nachdem wir das gesetzt haben, nachdem das aktiv ist mit der neuen Gravity, kommt an diese Stelle eben dieses Add to Viewport rein. So, jetzt müssen wir ein bisschen Platz schaffen. Ich bin jetzt ein bisschen faul, dass ich nicht alles nach hinten schiebe. Ich schiebe jetzt einfach mal nur ein paar Sachen rüber. Das heißt, dass die ein bisschen enger zusammenstehen. Und dann ziehen wir uns hier unten einfach die UI Gravity Boost heraus mit Get und dann an der Stelle einfach ein Add to Viewport. So, da haben wir ein Add to Viewport an der Stelle und dann können wir das Ganze hier bequem verknüpfen. So, hier rein den Ausgang natürlich nicht vergessen, sonst läuft der Rest nicht. Immer wieder zwischenzeitlich auf Compile, kann nie schaden. Und dann gehen wir ganz ans Ende und dann wollen wir das Ganze, so wie hier oben, dann wieder vom Bildschirm entfernen, wenn diese 5 Sekunden dann auch rum sind, wobei unsere Animation eigentlich schon perfekt drauf abgestimmt ist. So, dann ziehen wir den wieder raus, diesen UI Gravity Boost Ref und dann eben Remove from Parent. So, dann können wir das Ganze hier wieder verknüpfen und dann gehen wir einfach auf Compile.
Gut, dann, wenn wir das Ganze jetzt testen, dann sollte es auch schon funktionieren. Das heißt, ich nehme mir die Geschichte, ich drücke auf 2, ich habe jetzt Gravity Boost, ich kann so hoch springen, wie ich will, drüben zählt es runter, 1, einmal darf ich noch, jetzt ist 0, dann geht es aber dann ganz schön schnell nach unten. Das ändert dann schon die Gravitation, Entschuldigung, wenn man auch noch in der Luft ist. Also man merkt dann schon, dass man dann schneller einen Abgang macht. So, wir haben einen Speed Boost jetzt mit integriert, der hält ebenfalls 5 Sekunden und bei der Taste 2 kriegen wir unseren Gravity Boost und der funktioniert auch perfekt, auch mit dem neuen UI, mit der Einblendung. So, sehr gut, das war es jetzt an dieser Stelle und jetzt werden wir das gleiche natürlich noch schnell für Slow Motion machen. Jetzt sind wir ja warm, jetzt sind wir schon geübt in der ganzen Geschichte. Das heißt, wir wechseln auf unseren Third-Person-Player und suchen uns einfach mal unsere Geschichte raus mit dem Slow Motion. Hier müssen wir nur aufpassen, wir haben ja hier immer 1/3 der Zeit, weil wir das Ganze ja ums Dreifache verlangsamen. Aber ist alles halb so wild. Wir werden das Spiel einfach mal so durchspielen. Das heißt, wir gehen jetzt hier auch mal rüber und nehmen uns den Print String raus. Wir werden diese Verbindung hier mal wieder verbinden und hier wird ja sozusagen diese Global Time Deletion gesetzt mit unserer Boost Slow Motion Time bei 0,33, das heißt wir machen es ums Dreifache langsamer, das Ganze läuft auf 1/3 und dann schieben wir das Ganze einfach mal so rüber, dass das Ganze schon mal aktiv ist. Dann an dieser Stelle müsste dann wieder unser Widget rein und das sind unsere Delay-Geschichten. Jetzt lasse ich eins einfach mal drin, weil wir haben ja hier 5 Sekunden, wir benötigen an der Stelle ja dann immer nur 1. Das wechsle ich jetzt gleich. Ich denke, du weißt, worauf ich raus will. So, jetzt benötigen wir wieder eine Integer-Variable, die heißt aber jetzt nicht Gravity oder Speed Countdown, die heißt an dieser Stelle Slow Motion Countdown. Also unten links auf Plus und dann einfach mal Slow Motion und Countdown eingeben. So, das wird mein Slow Motion Countdown Integer und den klinke ich gleich mal unter General ein, ist er schon mal sauber drin und dementsprechend auf Compile und dann sehen wir unten die 0 und das ist alles perfekt. So, dann geht's los wie hier oben, nachdem das alles ja aktiviert ist. Viewport machen wir dann gleich und jetzt machen wir wieder diese Set Countdown Geschichten. Dann ziehen wir jetzt hier raus und dann sagen wir einfach mal Set Slow Motion, auf die Art und Weise können wir es natürlich auch machen, weil dann haben wir das nämlich gleich miteinander verknüpft. So, dann haben wir hier Set und dann geht es wieder los bei der 5 und hier haben wir das Problem, dass es nicht 1 Sekunde ist, sondern wir müssen es durch die Slow Motion Time von dem Booster eben teilen, weil wir ja 3-mal langsamer sind. Das heißt, eine Drittelsekunde kommt einem vor wie eine ganze. Deswegen lassen wir das so stehen, weil wir haben das ja parametrisiert hier. Das heißt, wenn wir die Slow Motion Time ändern, dann würde diese ganze Geschichte hier, diese IA-Geschichte, diese Input Action komplett sauber durchlaufen. Das heißt, wir werden uns dieses Steckenpferd hier immer mitkopieren. So, dann wäre das Ende. Set Global Time Delation wieder auf 1. Das heißt, den Print String machen wir mal beruhigt raus. Dann werden wir das Ganze wieder mal ziemlich weit verlängern und hier ziehen wir einfach mal das Auflösen des Problems so weit heraus, wie es ungefähr oben zu sehen ist, weil es wird ja ungefähr wieder mal gleich lang. So, dann schiebe ich das Ganze dahinter und dann dementsprechend können wir hier an dieser Stelle einfach mal beginnen auch durchzukopieren. Das bedeutet, wir nehmen uns die zwei Sachen hier natürlich komplett mit dem ganzen Parametergeschichtel und dann machen wir Steuerung D und dann haben wir das da und dann setzen wir das so ein. Das ist eigentlich das gleiche wie sonst auch, nur dass wir halt an der Stelle jetzt einfach nur die 4 eingeben müssen und bei der Duration haben wir ja sowieso nie was geändert, da haben wir nur die 1 mitkopiert und hier ist es eben geteilt durch diese Slow Motion Time. So, dann haben wir das so, wir haben hier die 5, wir haben hier die 4 und jetzt können wir weitermachen, Steuerung und V, wir schieben das rüber und dann dementsprechend verknüpfen wir das Ganze wieder und dann geben wir hier sozusagen die 3 ein. Gut, dann dahinter wieder Steuerung V, wir gehen hier rüber, wir verknüpfen und dann geben wir hier die 2 ein. So, da haben wir die 3, auf der anderen Seite, da kommt schon die 2 und jetzt werde ich noch ein bisschen Abstand brauchen und dann dementsprechend Steuerung V und jetzt kommt an dieser Stelle schon die 1. So, dann haben wir die 1 und dann wissen wir, nach der 0 brauchen wir kein Delay mehr. Das bedeutet, wir werden uns einfach nur die Slow Motion Countdown Variable duplizieren, Steuerung D, setzen die einfach da hinten hin und dann dementsprechend können wir die
dann ganz beruhigt auf 0 setzen. So, da haben wir 0 und dann passieren die anderen Geschichten, dass wir eben die Zeit vom Spiel wieder ganz normal auf 1 setzen, das heißt reguläres Spieltempo, und der Boost Activated, der wird dann wieder Default geschalten, sodass man wieder einen weiteren oder den gleichen Boost verwenden kann. So, gut, das Remove from Parent wird dann passieren, nachdem wir wieder unser Widget erstellt haben. Das heißt, wir gehen auf Compile und wir gehen einfach nochmal auf Kontrolle. Das heißt, hier drüben unter Functions auf Doppelklick können wir hier von vorne beginnen. Das haben wir alles, da brauchen wir nicht diskutieren. Hier wird abgefragt, ob der Boost activated, ob er nicht activated ist, sonst darf es nicht passieren. Dann, ob wir genug Power haben, so wie bei den anderen eben genauso. Und dann wird das abgezogen. Dann wird hier die Set Global Time Deletion gemacht. Hier kommt dann unser Add to Viewport rein von dem Widget. Und jetzt wird es wichtig, jetzt müssen wir aufpassen. Hier steht die 5, hier steht die 4, hier steht die 3, hier steht die 2, hier steht die 1 und hier steht die 0. So, dann sind wir an dieser Stelle eigentlich schon fertig. Dann können wir hier wieder auf Speichern oder Compile und Save, ist ja alles das gleiche. Und dann gehen wir wieder rüber auf unsere UI Main und jetzt können wir praktisch unser drittes Power-Icon integrieren. Und dazu wechseln wir wieder rüber auf unseren Level und wir haben ja bereits den Speed Boost UI und den Gravity Boost und jetzt können wir uns einen aussuchen, den wir kopieren. Ich nehme einfach mal wieder den Speed Boost und dann Steuerung und D. So, den 1er mache ich wie immer weg, dann habe ich doppelte Beschwerde für gleiche Namensgebung und an der Stelle wechsle ich das Speed für Slow Motion aus. So, Slow Motion und dann wird das sozusagen mein UI Slow Motion Boost. Und per Doppelklick können wir das Ganze wieder öffnen und wie wir wissen, wir müssen eigentlich lediglich unser Image hier selektieren, aber der Ordnung halber würde ich sagen, ändern wir hier noch die Namensgebung in Slow Motion ab. So, das ist unser Image Slow Motion Boost und dementsprechend, wenn es selektiert ist, dann können wir uns über Steuerung Space unseren Content Drawer bzw. Browser öffnen und dann benötigen wir an der Stelle die grüne Geschichte. Das heißt, ich selektiere mir das mal vor und dann gehe ich hier mit dem Pfeil einfach mal nach links. So, dann ist die Slow-Motion-Geschichte auch drin und wenn wir hier die Fade-In anklicken, dann sehen wir, dass das genauso abläuft. So, jetzt denkst du dir bestimmt, das passt ja alles nicht mehr vom Timing her und das ist auch korrekt so, aber ich möchte irgendwie den Flow nicht rausnehmen, ich möchte, dass die immer so gleichmäßig ein- und ausgeblendet werden und da wir ja am Schluss dann das Ganze removen von unserem Parent, dann blendet sich das halt lediglich nur zweimal ein, weil es wird ja danach sowieso wieder entfernt. Ich hoffe halt nur, dass es entfernt wird, während es ausgeblendet wird, damit es nicht unsauber aussieht, aber das werden wir dann gleich mal feststellen. So, dann gehen wir hier einfach mal auf Compile, dementsprechend hier drüben im Graphen müssen wir nichts erledigen, da wird diese ganze Fade-In-Geschichte auf 3-mal gestellt, aber wie gesagt, wenn wir es removen, ist es removed, dann ist auch egal, wie oft hier die Number of Loops eingestellt sind. So, dann gehen wir zurück auf unseren BP Third Person Character und dann suchen wir uns die Stelle, wo es rein muss, und zwar ist das nach Set Global Time Deletion. So, und dazu müssen wir wieder auf unseren Event Begin Play und den bekommen wir wie üblich hier drüben zum Beispiel per Doppelklick, dann sind wir schnell oben und dann gehen wir da ans Ende und werden uns wieder das Widget sozusagen referenzieren, indem wir hier ein bisschen rausziehen und dann einfach wie üblich ein Create Widget und an dieser Stelle benötigen wir natürlich unser UI und zwar unser Slow Motion Boost. So, dann mache ich hier mal den Comment noch ein bisschen länger, Return Value, rechte Maustaste, Promote Variable und die nennen wir genauso wie die anderen auch, also nennen wir sie einfach mal UI underscore und dann Slow Motion und dann dementsprechend Slow Motion, was war das? Ref. So, das wird mein UI Slow Motion Ref und dann würde ich sagen kompilieren, damit uns diese Referenzvariable auch zur Verfügung steht. Gut, dann gehen wir auf unseren IA Slow Motion Boost und dementsprechend suchen wir uns nochmal die Stelle, die wir uns vorher schon angeschaut haben. Hier, nachdem die Global Time Deletion sozusagen schon gesetzt wird, können wir hier ganz beruhigt die UI Slow Motion Ref rausziehen mit Get und dann sagen wir hier wieder Add to Viewport. So, dann haben wir die Geschichte eingeklinkt
Und natürlich alles in der Hoffnung, weil wir fahren ja hinten mit den 5 Sekunden. Das wird jetzt eine spannende Geschichte. Das heißt, wir gehen jetzt hier einmal ganz am Ende und dann werden wir das Ganze natürlich wieder removen. Die Slow Motion geht raus und dementsprechend ein Remove from Parent. So, Remove from Parent. Am besten immer aus dem Widget selber rausziehen, dann erkennt das ganze System eben, dass das Target auch Widget ist, wie es auch hier unter dem Remove from Parent steht. So, dann gehen wir mal auf Compile und auf unseren Level und dann gehen wir mal auf Play und dann sammeln wir uns mal ein paar so Power Icons ein, drücken die Taste 3 und wir sehen, wir haben hier Slow Motion stehen, einmal, zweimal, dreimal und das bedeutet, dass das UI genauso eingefroren wird wie alle anderen Dinge und das ist ja eigentlich perfekt, so ist es auch geplant. Ich mache nochmal die 3 und dementsprechend haben wir auch den Rhythmus der Einblendungen hier nicht wirklich verletzt dadurch. So, jetzt ist dir sicherlich aufgefallen, dass wir unser Icon drüben links noch nicht implementiert haben. Das habe ich aber absichtlich mal umgedreht, damit es nicht heißt, der Tom macht hier streng monotone Tutorials. So, aber wie du siehst, können wir das natürlich jetzt beruhigt noch nachträglich eintragen. Wir müssen eigentlich ja nur noch die 0 dann binden, um dementsprechend auch den 5:0 Countdown zu implementieren. So, und dazu gehen wir natürlich auf unsere UI Main und jetzt werden wir uns wieder das andere Icon einfach kopieren. In dem Fall würde ich sagen, nehmen wir unser Gravity, das haben wir sowieso hier unten stehen. Das heißt, wir nehmen diese 3 einfach mal in Selektion, dann mache ich Steuerung C, dann klicke ich das letzte an und dann mache ich Steuerung und V. So, dann müssen wir das nur noch umbenennen, weil das heißt natürlich jetzt anders und zwar nicht Gravity Countdown, sondern das wird mein Slow Motion. Slow Motion Countdown und von dem Underscore 1 trenne ich mich wie immer. So, dann habe ich da mein Image Gravity, das wird mein Image Slow Motion. Slow Motion und dann habe ich hier noch mein Image Gravity Boost Background Underscore 1, das wird mein Image und zwar ebenfalls Slow Motion und das Underscore 01, von dem trenne ich mich natürlich auch wieder. So, dann kommt die Reihenfolge, die wird immer vertauscht an der Stelle. Das heißt, das eine ziehe ich jetzt mal hier hoch und dann kommt mein Image Slow Motion und dann kommt mein Text mit dem Countdown. So, dann können wir zwischenzeitlich gleich mal auf Compile gehen und dann werden wir uns die 3 Dinge einfach mal selektieren und dann können wir die mal beruhigt etwas nach unten ziehen. So, jetzt muss ich mal ein bisschen rein scrollen, damit ich dann ungefähr den Abstand im Griff habe. Man kann jetzt hier auch mal an den Kästchen ablesen, wie viel wir denn hier haben. Ja, ist ein bisschen komplizierter, aber wie gesagt, ich möchte jetzt hier nicht unbedingt stundenlang da mit dem Rutschen verbinden. Das heißt, ich markiere mir die und lege das Ganze mal ungefähr so in den gleichen Abstand rein, dass ich denke, dass es eigentlich in Ordnung ist. So, dann habe ich das schon mal so drin. Du kannst das natürlich dann in aller Ruhe ganz sauber durchrechnen. Es hat ja eine gewisse Höhe und so weiter. Dann weißt du ja, wann das andere wieder beginnen darf und so weiter und so fort. Aber ich werde mir an der Stelle in diesem Tutorial die Mühe nicht machen. So, dann haben wir das drin. Das Einzige, was ich natürlich tue, ich werde jetzt erstmal schauen, wir stehen ja hier auf aktuell Position 28, genauso wie hier oben. Und hier unten möchte ich natürlich dann genauso gerne auf 28 stehen. Da stehe ich auf 36, das sind 8 weniger, das sind 28 und dann gehe ich auf mein Icon, da gibt es dann auch 8 weniger, das wären an der Stelle dann 56 und bei der 0 habe ich aktuell 152 und 8 weniger, das wären dann 144. So, dann haben wir das Ganze wieder sauber eingereiht. Ich finde, der Abstand ist noch ein bisschen zu groß, also ein bisschen was möchte ich dann doch noch regeln. Ich schiebe es trotzdem noch mal ein kleines Stück nach oben. Das kann ich leider nicht anders machen. Jetzt habe ich wahrscheinlich wieder alle meine Einheiten verrutscht. Nee, ich bin bei 28 geblieben. Ich habe absolut Glück gehabt. Und jetzt können wir das eigentlich so stehen lassen. Bei dem geschulten Auge würde aufgefallen sein, dass ich eigentlich einen kleinen Patzer drin habe, weil meine Gravity ist eigentlich gelb. Das kann ich nochmal überprüfen und dementsprechend gehe ich mal auf Play. Ich hole mir das mal raus. Also wir haben hier blau für Speed Boost, das ist alles in Ordnung und wenn ich jetzt die Taste 2 drücke, dann bekomme ich mein Orange.
Das ist sozusagen der Gravity Boost. Und dementsprechend, wenn ich die 3 drücke, dann bin ich bei grün. Das bedeutet, mein grünes Icon kann ich lassen. Ich muss lediglich jetzt das von meinem Gravity Boost auf Orange umstellen. So, gut, dann gehe ich auf meine UI Main. Vielleicht hast das du vorher schon richtig gemacht und dann mit der Steuerung und Space-Taste suche ich mir jetzt einfach mal so ein oranges Icon einfach mal aus und dazu vielleicht für den, was mache ich denn da, Gravity Boost, vielleicht so eine Geschichte hier. Ich nehme einfach mal das hier und dann gehe ich hier einfach mit dem Pfeil hier rüber und dann habe ich hier die Geschichte schon implementiert. So, gut, damit ist das auch erledigt. Animation können wir schließen, haben wir an der Stelle ja sowieso nicht und dann gehe ich mal auf Compile. Gut, dann habe ich meinen Fehler wieder gut gemacht, dann sind die Farben wenigstens identisch und jetzt müssen wir lediglich noch die 0 anschließen an die Geschichte, wo wir mit den Delays sozusagen im Third-Person-Player da verankert haben. Das heißt, wir selektieren hier die 0 oder hier unten dementsprechend hier drüben in der Hierarchie und dann eben drüben bei Content, wenn es nicht auf ist, aufklappen und dann auf Binding und dann Create Binding. So, wir können jetzt beruhigt ja auf unsere Reference zugreifen. Wir haben die Player-Ref sowieso zur Verfügung mit Get und dann sagen wir einfach mal Get Slow Motion und da gibt es Get Slow Motion Countdown und dementsprechend Get Slow Motion Countdown und den werden wir hier wieder verknüpfen und Unreal ist so nice und übersetzt uns das Ganze gleich in eine Textvariable. So, damit ist das drin. Ich habe auch meine Farben jetzt, glaube ich, richtig und dann auf Compile und dementsprechend können wir das Ganze gleich nochmal testen. So, ich nehme mal gleich mal 3 von diesen Power Icons mit. Die 1 macht sozusagen die Speed und dementsprechend funktioniert das Ganze auch. Jetzt werde ich mich mal ein bisschen von den Pilzen trennen, damit ich ein bisschen mehr Ruhe habe. Dann mache ich die 2. So, jetzt stimmt die Farbe, der Timer zählt nach unten bis zu dem Moment, wo es dann einfach schneller nach unten geht, wo es wieder abgeschaltet ist. Hier würde ich Energie bekommen und dann drücke ich mal die Taste 3, Slow Motion und das funktioniert auch perfekt. Der Timer drüben links zieht auch auf 0 herunter. So, gut. Das war jetzt die Geschichte mit diesen 3 Spezial-Power-Effekten, die man natürlich dann bei seinem Prototyping vom Level dann auch nutzen sollte und kann. Und dementsprechend würde ich sagen, das war es jetzt mal mit diesem Abschnitt. Ich hoffe, es hat dir wie immer Spaß gemacht und gefallen. Und über ein Like und ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Also haut rein, bleibt cool und bleibt am Ball. Tom verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Bei Fragen und Anregungen wie immer unter dem Video einen Kommentar hinterlassen. Und bitte nicht vergessen, ein Like und ein Subscribe, wenn es dir gefallen hat.